Hallo liebe Freunde, ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hier hereinschaut zum nächsten Abschnitt auf unserer Pilgertour Via Francigena in Richtung Rom. Wir hatten ja gemeinsam diesen lauschigen Abend in Videnza verbracht und erneut heißt es Abschied nehmen von diesen kleinen schönen Städtchen, denn der Weg führt weiter und immer weiter, das ist der Reiz dieser Pilgerreise. Und bevor wir uns auf den Weg machen, der eine oder andere von euch hat meinen Kanal noch nicht abonniert, grundsätzlich kein Problem, das ist völlig legitim. Aber ein kleiner Hinweis, nur wer hier unten auf Abo drückt, selbstverständlich kostenlos und die Glocke markiert, der bekommt eine Benachrichtigung, wenn es hier einen neuen Film gibt und dann seid ihr sicher, hier keinen Film mehr zu verpassen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß auf unserem nächsten Abschnitt auf der Via Francigena. Der letzte Tag unserer Pilgerreise 2018 bricht an und wir schlagen ein ganz neues Kapitel auf. Nach ca. 250 Kilometern Po-Ebene verlassen wir sie heute und erreichen den Rand der Apenninen. Doch zunächst einen Stempel für den Pilgerpass suchen, danach führt der Weg aus der Stadt heraus und auch hier die Zeugen des Krieges. Aus einem Geschäft heraus werden wir vom Inhaber angesprochen, er outet sich als früherer Rom-Pilger und wünscht uns viel Glück. Endlich mal kein Asphaltweg, wie gut tut das denn? Dazu diese Allee aus Pappeln. Man sieht den Genuss förmlich. Und ruckzuck ist der erste Berg erreicht. Er führt zur Kirche San Tommaso Becket, nur leider auch geschlossen. Welch schöner und ungewohnter Anblick. Wirkliche und wahrhaftige Berge zum Greifen nah. Dazu Wälder. So schön die Po-Ebene war. Hier tut es gut fürs Auge. Anders schön eben. Und ob wir bald auch da oben sein dürfen? Ralf, schau nicht so skeptisch, da dürfen wir jetzt wirklich hoch. Schon verrückt. So lange laufen wir nun im Flachen und plötzlich können wir nach Videnza herunterschauen und sind ruckzuck tatsächlich in Innsbruck. Na, immerhin, die Illusion stimmt. Schön ist es hier oben zu gehen. Schatten gibt's allerdings genauso wenig wie unten in der Po-Ebene. Und selbst Jens, unser unermüdlicher Renner, scheint heute heiß gelaufen zu sein. Denn an die Steigungen muss man sich erst einmal wieder gewöhnen. Und die liebe Sonne brennt wie jeden Tag. Da kommt diese Kirche mit Schatten gerade zurecht. Dazu Wasser, zwar abgestanden und warm, aber wenigstens zum Waschen. Also kurz Luft holen.
Schließlich landen wir bei der einzigen Gaststätte weit und breit und nehmen diese vorsichtshalber mit. Man weiß ja nicht, was heute noch kommt. Costa Mezzana lassen wir zwar links liegen, dafür geht die nächste leichte Steigung hoch und wir stellen uns die Frage, welcher Schlosspark mag wohl einmal zu diesem Tor gehört haben. Auf der Anhöhe landen wir am Castello di Costa Mezzana. Es lädt einfach zum Besichtigen ein, na wenigstens von außen. Viel ist am Ende zwar nicht zu sehen, einen gewissen Charme hat es dennoch. Zuletzt ging es doch ganz schön schnell in die Höhe. Faszinierend deshalb der Blick zurück in die Po-Ebene. Muss man das kommentieren und nicht das kleinste bisschen Schatten. Deshalb glücklich oben angekommen und erstmal Pause machen zum Luftholen. Und wir erleben die ersten wirklich unfreundlichen Italiener. Wir wollen uns im Schatten des Hauses ausruhen. Eine alte Dame jagt uns jedoch weg. Sei es drum. Dafür bekommen wir ein tolles Panorama auf der anderen Seite des Hauses geboten und freuen uns, dass da irgendwo da unten im Tal bereits ein Vorort unseres Zieles Meddesano liegen soll. Besonders Ralf erfreut sich an dem Gedanken, nicht noch auf den Höhenzug gegenüber kraxeln zu müssen. Also weiter geht's ab ins Tal dem Ziel entgegen. Wir sind im Tal und laut Google Maps Meddesano sehr nahe. Die Straße und der Bach machen noch einen weiten Bogen um diesen vorhin gesehenen Höhenzug und wir finden es ganz nett, dass wir nicht direkt an der Straße entlang müssen. Also gut, springen wir auch noch über diesen Bach. Doch, halt mal, kann es sein, dass hier gerade etwas schief läuft? Wieso geht's auf einmal wieder den Berg hoch? Wir hatten uns doch so aufs Tal gefreut. Leute, das könnt ihr mit uns doch nicht machen. Das geht ja wirklich und wahrhaftig, richtig und ganz weit nach oben. Wie war das? Im Tal ist unser Ziel. Das war ja vorhin, wie erwähnt, lediglich ein Vorort. Und um den müden Wanderer nicht zu sehr zu strapazieren, geht es natürlich nicht an der Straße entlang, sondern genau über den von Ralf bewunderten und gefürchteten Höhenzug. Na, wenn schon ein Taggebirge, dann wohl richtig. Aber sind wir schon hier oben, schauen wir uns um. Der vergossene Schweiß hat sich gelohnt. Die Aussicht von hier oben ist doch herrlich. Gehen wir zurück zu Ralf. Er lässt es sich inzwischen bei einer kleinen Siesta gut gehen. Auch wenn es nur bergab geht, es zieht sich. Zu allem Überfluss stolpert Jens in einem Mäuseloch und stürzt. Zum Glück nichts verletzt und so kann es weitergehen. Dann ist es vollbracht. Nach erneut ca. 200 Kilometer im Jahr 2018 stehen wir am Ortsrand von Meddesano, am Rande der Apenninen. Es geht nicht weit hinein in die Stadt, einen Stempel besorgen und dann erst einmal an den wohlverdienten Tresen, um unseren Erfolg auszukosten. Wir sind mit knapp 25 Kilometern heute ja wirklich genug gelaufen. Die Freude hält jedoch nicht lange an.
Denn als wir Google Maps befragen, wo unsere Pension liegt, kommt das böse Erwachen. 5 Kilometer außerhalb des Ortes. Also nichts mit Feierabend, weiterlaufen. Wir marschieren zunächst quer durch die Stadt und immer weiter geht's, weit aus dem Ort heraus. Dann eine halbe Ewigkeit auf einer gut befahrenen Landstraße bis in die völlige Einsamkeit. Oh je, wie soll das nur morgen früh werden zum Zug? Unser Bauernhof liegt dann wirklich jenseits von Gut und Böse. Wir sind alle drei froh, endlich angekommen zu sein, denn für die erste Bergetappe sind 30 Kilometer ganz ordentlich. Zum Glück bestellen unsere Vermieter für uns Pizza, so dass wir nicht noch einmal ausrücken müssen zum Essen. Unsere Heimreise steht bevor. Frühstücken wir frühzeitig und vor allem gut, denn schließlich müssen wir schnell zum Bahnhof. In Meddesano hält nur ein Zug am Tag und zwar 8:30 Uhr. Der Weg ist weit. Das werden als Frühsport gleich mal lockere 6 bis 7 Kilometer. Dann kommt jedoch das rettende Angebot unseres Gastgebers. Er will uns zum Glück zum Bahnhof fahren. So bleibt noch Zeit. Er zeigt uns seinen Bauernhof, vor allem seinen Haus- und Hofhund. Jetzt genug geguckt. Packen wir die Taschen, denn auch wenn wir gefahren werden, den Zug verpassen wollen wir nicht, denn es ist wie erwähnt der einzige Zug, welcher am Tag in Meddesano hält. Dank unseres Chauffeurs sind wir zeitig genug am Bahnhof. So bleibt sogar noch Zeit, einen kurzen Blick auf den ersten Abschnitt des kommenden Jahres zu werfen. Denn die Via Francigena führt direkt am Bahnhof vorbei. Und interessant für alle Freunde der Eisenbahn, eine Strecke mit Schnellzugverkehr und schienengleichen Übergängen. Der Zug kommt und unser Abenteuer ist für 2018 zu Ende. Oder zumindest fast. Doch dazu später mehr. Da ist er.